Ja, Monika hat es nun mal sehr gern, wenn sie im Mittelpunkt steht. Aber etwas möchte ich euch dazu noch sagen, in aller Freundschaft. Was auch geschehen ist oder in der Zukunft geschieht. Niemand soll mich bemitleiden oder etwa bedauern. Ist das klar? Ruhig etwas von mir ausrichten. Ja, gern. Sag ihm bitte, dass ich ihn sprechen möchte, sobald er mit seiner Operation fertig ist. Vergiss nicht, ihm zu sagen, dass es dringend ist, was ich von ihm will. Und sorg dafür, dass er es bald erfährt. Natürlich. Danke. Wait a minute. There is something missing here. There was a blue dress. Blue. Yeah. Does it look like this at all? That's it. That's it. I know that's it. That's Laura's dress. That's it. Where did you get this? Joe, where did you get this dress? Lieutenant Stoddard is homicide! Now, 99%... Wissen Sie, was ich jetzt tun möchte? Ich möchte mit Rick darüber reden. Aber ich darf mich nicht mehr an ihn klammern. Ich muss endlich allein damit fertig werden. Konnten Sie etwas in Erfahrung bringen, Dr. Webber? Ja, ich weiß jetzt, welches von Ihren Kleidern fehlt. Das ist ja großartig. Finden Sie nicht auch? Dann hat sich der Weg doch gelohnt. Ja, der Weg hat sich gelohnt. Dr. Webber, ich habe gerade Tee gemacht. Möchten Sie nicht eine Tasse? Vielen Dank, Alice. Sie sind wirklich ein Schatz. Ich bin gerade dabei, einen Kuchen zu backen. Wenn Sie etwas Zeit haben, er ist bald soweit. Tun Sie mir einen Gefallen und warten Sie damit noch ein Weilchen. Ich kann im Moment sowieso nichts essen. Ja, Ma'am. Das ist nett. Wissen Sie, Dr. Webber, jetzt arbeite ich hier schon lange genug. Ich glaube, ich kenne Sie ziemlich gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da etwas ist, was Sie bedrückt. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass ich Ihnen gerne zuhöre, wenn Sie sich aussprechen wollen. Ja, ich habe noch andere Sorgen, aber ich möchte nicht, dass Amy davon erfährt, weil sie sich so leicht aufregt. Und Rick darf keinesfalls davon erfahren. Ich würde es niemandem sagen. Tja, also, wie gesagt, Alice, ich weiß jetzt ganz genau, welches von Lauras Kleidern fehlt, nachdem ich ihren Schrank durchgesehen habe. Dr. Webber, ist ein Irrtum ausgeschlossen? Oh ja, ich wusste, dass es eins von den Kleidern war, die wir gemeinsam gekauft hatten. Es war nicht mehr da und ich sagte Joe, welches ich meinte und dass ich es vermisse. Da zog er es aus seiner Aktentasche. Es war das blaue Kleid. Es war schmutzig und zerrissen. Wo hat er es gefunden? Das wollte er nicht sagen. Er meinte, er dürfte es mir nicht sagen, weil die Polizei es ihm nicht erlaubt. Aber er hat nachdrücklich und immer wieder behauptet, dass er das sichere Gefühl habe, dass Laura noch lebt. Dann sollten Sie ihm das auch glauben. Sehen Sie, wenn es etwas gibt, was ich aus der Sache mit Heather gelernt habe, dann, dass man niemals aufgeben soll. Das weiß ich. Ich gebe nicht auf. Weil Hoffnung das Einzige ist, was ich noch habe, woran ich mich festhalten kann. Laura. Der Trauzeuge und die Ehrendame. Hallo, Rick. Wir haben gehört, Monika sei hier. Da kommt ihr gerade richtig. Tretet ruhig näher. Ich bin sicher, diese Dame hat euch was Interessantes zu erzählen. Hallo, Liebling. Gail, Lee. Ehrlich gesagt wissen Gail und ich im Moment überhaupt nicht, was hier los ist. Lee. Alan ist immer noch mit Monika verheiratet. Deshalb mussten wir unsere Pläne für heute Nachmittag ändern. Es tut mir leid, aber wir werden eure Dienste nicht mehr brauchen. Wieso ist Ellen noch mit Monika verheiratet? Ellen hat Widerspruch eingelegt. Deshalb haben wir die Hochzeit einfach abgesagt. Tja, entschuldigt mich bitte, ein schwieriger Fall. Die Familie ist gerade gekommen. Natürlich. Ich danke euch für alles. Es tut mir leid. Ach, Lee, kannst du mir einen Gefallen tun? Der wäre? Du solltest doch der Trauzeuge sein. Könntest du das Reisebüro anrufen und diese Tickets zu den griechischen Inseln zurückgeben? Ich kann mir nicht vorstellen, diese Hochzeitsreise allein zu machen.
Ich fahre hin. Vielen Dank. Wie gesagt, tut mir leid. Starrt mich nicht so an. Monika, ist dir überhaupt klar, was du da angerichtet hast? Hör auf! Hör damit auf! Aber ich rede jetzt nicht von dir, sondern was du Rick angetan hast. Ich habe mein Leben zerstört. Das habe ich getan. Denkst du denn gar nicht an Leslie? Um Himmels Willen, der letzte Mensch, über den ich mir jetzt Gedanken mache, ist Leslie Webber. Du hast ihr Leben zerstört und du hast ihre Ehe mit deinen Lügen auseinandergerissen. Gut, mach nur so weitergehen. Warum zählst du die anderen nicht auch gleich alle auf? Zum Beispiel wäre da Lila Quartermain, wir haben Edward Quartermain, außerdem Tracy Und was Quartermain. ist mit Alan? Was meinst du, wie er unter deinen Lügen gelitten hat? Gail. Nein, Lee, irgendjemand muss es ihr Kein sagen. Mensch weiß das besser als ich. Wie Alan gelitten hat. Aber es ist nur zu schade, dass kein Mensch ahnt, was ich durchgemacht habe. Ich hätte es ihm gesagt. Ich hätte ihm erzählt, was mit dem Baby Trotzdem ist. hast du ihn in dem Glauben gelassen, dass dieses geliebte Kind sein eigenes wäre. Ist dir denn nie in den Sinn gekommen, dass ihn das fertig macht? Wenn er erfährt, dass der Junge, dem er gerade seinen Namen geben wollte, eigentlich ein Quartermain ist? Keine Vorwürfe, ja? Ja? Monika, ich dachte, wir würden uns so gut kennen, dass du wenigstens zu mir ehrlich bist. Um Himmels Willen, warum hast du nichts gesagt? Weil ich genau das vermeiden wollte, was du gerade veranstaltest, nämlich eine Moralpredigt. Die ist ja wohl auch dringend nötig, damit du endlich aufhörst, einfach so zu leben, als wärst du der Mittelpunkt der Welt. Das Baby gehört zu Rick. Es ist seins. Ich spüre das. Ich spüre das tief drin in mir, genau wie Rick. Versteht ihr das nicht? Ich wollte niemals jemandem wehtun, Aber Monika, als du wusstest, was los war, warum hast du da nicht die Wahrheit gesagt? weil ich mich unbedingt von Alan scheiden lassen wollte, Lee. Dieser Mann ist herzlos, grausam und gemein. Monika, bitte. Lee, du warst bei der Taufe. Du hast mit ihm gesprochen. Er sagte mir, deine Angst vor ihm wäre Einbildung. Er wollte uns zweimal umbringen. Andererseits hat er dir und Rick das Leben gerettet. Ach, ich bitte dich. Wenn ihr nur wüsstet. Wenn ihr nur wüsstet, wie viele Gemeinheiten er uns angetan hat. Letzte Nacht kam er mir eher so vor wie ein Mann, der sich verzweifelt an Frau und Kind klammert. Das wird ihm nichts nützen. So nicht. Ich werde meine Scheidung bekommen. Ich will diesen Mann nicht mehr. Jetzt nicht und nie mehr in meinem Leben. Aber wie es aussieht, kommst du so schnell nicht von Ellen los mit deinem Sohn. Doch, das werde ich. Nein? Doch, das werde ich. Du scheinst zu vergessen, ich gehe nicht unter. Ich gewinne. Ich gewinne immer. Und diesmal wird es genauso sein. Ich werde meinen Sohn bekommen. Und Rick wird mich doch noch heiraten. Monika, hör endlich auf. Lass ihn versuchen, sein Leben endlich wieder in Ordnung zu bringen. Was meinst du damit? Die Versöhnung mit Leslie? Ja, vielleicht auch das. Oh nein, nein, niemals. Selbst wenn ich nicht von Alan loskomme, wird er nicht zu Leslie zurückgehen. Diesen Triumph gönne ich ihr auf keinen Fall. Außerdem braucht er mich. Er liebt mich, weil er sich bei mir ausleben kann, nicht bei der langweiligen, sexlosen, mütterlich spießigen Leslie Webber. Niemals. Nein. Ist schon gut, ich gehe. Oh, hallo, Herr Dr. Webber. Alice, ist Leslie da? Ja, Ihr Auto steht vor der Tür. ja, natürlich. Kommen Sie doch rein. Vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Herr Dr. Webber, kann ich Ihnen irgendetwas zu essen anbieten? Nein, nein, danke. Bitte keine Umstände. Sie würden mir aber eine Freude machen. Ich rieche Ihr berühmtes Teegebäck. Das würde ich gern mal wieder probieren. Aber das ist für eine Mahlzeit ein bisschen wenig. Ich mache Ihnen ein belegtes Brot und etwas Tee. Und mein Teegebäck können Sie dann zum Nachtisch essen. Alice, das, Nein, ich bestehe darauf. Einverstanden? Jetzt lasse ich Sie erstmal allein. sag mal, ist Alice meinetwegen aufgeregt? Rick, sei bitte nicht albern. Setz dich doch und fühl dich ganz wie zu Hause. Oh, das war Danke. wohl etwas ungeschickt ausgedrückt. Schließlich ist es ja dein Haus. Ist es richtig, dass du mich sprechen wolltest?
Das war nichts Wichtiges, nur ein Patient, aber das hat sich inzwischen erledigt. Was Neues von Laura? Nein, nein, noch nicht, aber weißt du, ich habe Joe Kelly beauftragt und ich hoffe sehr, dass ich bald etwas Konkretes erfahre. Joe ist dafür der richtige Mann. Sag mir bitte, wenn du irgendwas Neues erfahren solltest. Ja, natürlich, sofort. Du kannst mich hier anrufen. Wenn ich etwas hören sollte, wo kann ich dich erreichen? Im Penthouse? Nein, wahrscheinlich in meiner Mansarde. Ich dachte, ihr beide wolltet heute heiraten. Nein, es ist... Alan hat Widerspruch eingelegt wegen seines Sohnes. Verstehe. Jetzt muss ich aber ins Krankenhaus zurück. Und was ist mit dem Essen? Ich kann jetzt nicht. Bitte entschuldige mich bei Alice. Ja, das mache ich. Und vergiss nicht, gib mir bitte Bescheid, wenn du was von Laura hörst. Ja, natürlich. So, hier, bitte sehr. Rick musste gehen. Er hat mich gebeten, ihn zu entschuldigen. Ach, schade. Ich hatte gehofft... Er hat es eilig. Wollte sich nur wegen Laura erkundigen. Das ist das Einzige, worüber ich noch mit ihm reden kann.